Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute seht ihr mal wieder, wir brauchen ein bisschen mehr als nur unsere IDE, denn ich muss euch zeigen, ich will euch zeigen, was absolute und relative Pfade sind. Dazu habe ich jetzt hier einfach mal einen Ordner auf und ein Terminal in demselben Ordner. Und wir können jetzt natürlich in diesem Ordner eins nach oben gehen, wir können wieder reingehen, da sind alle meine Tutorials übrigens drin in dem ganzen Ordner. Und ja, wir können jetzt hier auch in anderen Ordner reingehen und so weiter und so fort. Das kennen wir so ziemlich alles schon. So, und warum ist es jetzt für uns irgendwie relevant? Gehen wir einfach mal davon aus, dass in dem Ordner tuts unsere Datei drin liegt. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Programmiertheorie 4 und jetzt kann ich da hingehen und sagen, okay, ich möchte eine Datei öffnen, die genau hier drin liegt. Das mache ich wieder mal folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier wieder zu dem, ich muss noch File importieren, fällt mir gerade so auf. Import File. So, und jetzt erstelle ich mir hier eine New File an dem, keine Ahnung, das nenne ich jetzt einfach mal meine Datei.txt. So, das ist jetzt aber relativ beschränkt. Das ist ein sogenannter relativer Pfad, aber da werden wir noch mehr dazu kennenlernen. Diese Datei muss genau im selben Ordner drin liegen, wie eben diese tuts hier. Also in diesem Überordner. Sie darf in keinem anderen Ordner liegen. So, jetzt wechsle ich mal ganz kurz in die Konsole und mache mal hier ein ls. Okay, das ist der falsche Ordner, sorry. ls. So, und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben mehrere Ordner. Das wären diese Dinger hier, diese blauen Ordner. Das sind alles Ordner. Das sind Dateien, die schwarzen, ganz normal gedruckten. Das ist übrigens eine binäre Datei. Das ist ein normales Bild. Und das hier wären die anderen ganz speziellen Ordner, in Anführungsstrichen, auf die ich gerne mal eingehen möchte. Und zwar, Punkt ist der aktuelle Ordner. Also in Linux zumindest, in Windows komme ich gleich drauf. Punkt ist der aktuelle Ordner. Punkt ist der darüber gelegene Ordner. Das bedeutet, wenn ich jetzt im Ordner Bash drin bin, ist Punkt der Ordner Bash und Punkt ist der Ordner tuts. Ja, und der Ordner Bash ist logischerweise auch der Ordner Bash hier, wenn ich jetzt hier bin. Das heißt, wenn ich in den Ordner Bash möchte, dann muss ich jetzt hierher gehen und sagen Bash / meine Datei. Achtung, wir sind auf Linux, in Windows gleich. Okay, das heißt Bash / meine Datei.txt. Das wäre der relative Pfad von dieser Datei, meine Datei, wenn der Code tatsächlich hier in dem Ordner tuts liegt, dann müsste die Datei, meine Datei.txt, hier in diesem Ordner liegen. Aber wenn der Code, also diese Datei hier, wo wir gerade drauf arbeiten, im Ordner Bash liegt, Achtung, dann muss meine Datei.txt in dem Unterordner Bash innerhalb des Ordners Bash liegen. Das geht natürlich auch. Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es kommt immer darauf an, wo euer Programm ausgeführt wird. Es geht immer von dort aus in den nächsten Unterordner und dann zu dem, was auch immer ihr hier angegeben habt. Ihr könnt natürlich auch mehrere Unterordner angeben. Und das wäre jetzt von dort, wo meine Datei ausgeführt wird, in den Ordner Bash, dann in den Ordner Bash, dann in den Ordner Bash und dann in meine Datei.txt rein. So, jetzt ganz kurz zu Windows. Und zwar, Windows benutzt immer ganz gerne mal Backslashes. Aber wenn ich das Ganze so mache, dann sehen wir das Problem, wenn nämlich zum Beispiel jetzt ein Ordner mit n anfängt, also nbash heißt, dann hätte ich hier einen \n und das wäre eine neue Zeile für jeden String. So, also was hier passieren würde, wäre, es würde mir eine Datei in bash und dann neue Zeile bash aufmachen wollen, was natürlich nicht funktioniert. Also muss man diese Backslashes irgendwie maskieren, so nennt sich das Ganze. Das heißt, ich brauche hier 2 Backslashes, damit der Backslash hier auch wirklich als Backslash erkannt wird und dieses N als Zeichen in meinem Ordner. Ja, ich weiß, Windows ist nicht gerade leicht zum Programmieren, Linux ist deutlich leichter. Okay, das heißt, so wäre jetzt meine Datei, wenn ich also von diesem Ordner, wo mein Programm ausgeführt wird, gehe ich in den Ordner Bash, dann in den Ordner nbash, dann gehe ich in den Ordner Bash und dann dort öffne ich meine Datei, meine Datei.txt. Und ja, das ist sozusagen, wie relative Pfade funktionieren. Ihr geht immer von dem Ort, wo eure Datei ausgeführt wird, fangt ihr an und geht dann eben dorthin.
Also in diesen Unterordner und so weiter und so fort. So, jetzt gibt es aber immer noch die Möglichkeit, einen sogenannten absoluten Pfad anzugeben. Und absolute Pfade sind eigentlich gar nicht mal so blöd, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo man jetzt hin gespeichert wird, also zum Beispiel, wo man jetzt losgelassen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm installiere, dann kann es mal vorkommen, dass ich das auch mal ganz gerne woanders hin verschiebe, weil es mir zum Beispiel auf der Festplatte nicht gefällt, weil ich es auf einer anderen Festplatte haben will, weil die Festplatte gerade voll ist. Meine SSD hat zum Beispiel nur 200 irgendwas Gigabyte. Das bedeutet, ich habe nur begrenzt viel Speicherplatz und manchmal vergesse ich vielleicht einfach anzugeben, wo ich mein Programm gerne installieren möchte. Also, was mache ich? Ich verschiebe es einfach. Und verschieben geht natürlich schneller als nochmal neu installieren. Und ja, was dann passiert ist, das Programm weiß nicht mehr, wo es tatsächlich losgelassen wird. Das heißt, was nicht in diesem kompletten Programmordner drin ist, also sagen wir mal, das ist der Installationsordner, wenn ich all das kopiere, ist okay, aber vielleicht habe ich noch irgendwie Konfigurationsdateien unter Dokumente oder sowas und die würde ich dann per absoluten Pfad eingeben. Normalerweise liest man die dann auch über eine Konfigurationsdatei, das heißt, man liest sich hier die Pfade, String Pfad ist gleich read from config irgendwie. Wie wir mit Config-Dateien umgehen, haben wir natürlich die letzten paar Videos schon behandelt. Das ist dann irgendwie eine XML oder eine JSON-Datei und die könnt ihr dann dort lesen und dann kriegt ihr dort den Pfad raus, wo ihr eben eure weiteren Dateien irgendwie gespeichert habt. Sowas in die Richtung. Okay. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel New File und jetzt Achtung, die absoluten Dateipfade, die unterscheiden sich sehr stark unter Linux und Windows. Ich mache Linux zuerst, dann kommt Windows dran. Okay, also unter Linux fängt man mit diesem Slash an. Das gibt mir sozusagen vor, okay, ich bin jetzt auf dem Grund meiner Festplatte. Das heißt, weiter raus kann ich nicht. Es gibt keinen Punkt hier, sondern es gibt, egal. Es gibt keinen Punkt da, es gibt nur diesen Ordner. Also, was mache ich? Ich möchte anfangen in etc und dann, ich möchte anfangen in user, home, Morpheus, documents und dann hier meine Datei .txt lesen. Und das ist jetzt sozusagen wirklich von der Festplatte ganz außen. Gehe ich in den Ordner User rein, das wäre dann eben, wenn ich hier kurz die Seitenleiste einblende, übers Dateisystem gehe ich in den Ordner User, dann in den Ordner Home, dann in den Ordner Morpheus, dann in den Ordner Documents und dann öffne ich dort meine Datei .txt. So, das wären absolute Pfade in Linux. Da gibt man einfach genau den Pfad an, wo die Datei liegt. Kann man natürlich hier auch machen. Ich kann hier einfach Rechtsklick drauf machen. Hier zum Beispiel Eigenschaften. Und dann sehen wir hier auch, der Ordner ist Home, Morpheus, Tuts, Bash. Und ja, das wäre dann sozusagen ein vollständiger Pfad. So, in Windows ist das Ganze ein bisschen anders. Da hat man einen Festplatten- oder einen Laufwerksbuchstaben. Das wäre in den meisten Fällen ist C der Standard-Laufwerksbuchstabe für eure normale Festplatte. Dann kommt wieder ein Doppelpunkt, dass man weiß, okay, ich wähle diesen Laufwerksbuchstaben aus. D wäre dann zum Beispiel eine andere Festplatte, E auch. A ist normalerweise Floppy, das gibt es sowieso nicht mehr, B gibt es auch nicht mehr. Also ihr fangt normalerweise bei C an. Dann kommt wieder ein Backslash, aber den muss ich natürlich auch wieder maskieren. Und dann Users, Backslash, wie heißt der User? Morpheus, Backslash und dann, keine Ahnung, zum Beispiel Dokumente, Backslash und meine Datei.txt. Das wäre sozusagen die Möglichkeit, wie ihr hier eine Datei öffnen könnt im Ordner auf der Festplatte C, Users, Morpheus, Dokumente, meine Datei.txt. Genau. Und so habt ihr dann im Endeffekt einen absoluten Pfad, der ist nicht davon abhängig, wo euer Programm ausgeführt wird, sondern der geht einfach von Festplattenursprung den kompletten Pfad entlang und öffnet immer genau dieselbe Datei. Ja, und wenn die Datei halt hier gelöscht wird, dann habt ihr ein Problem, dann habt ihr nämlich keine Konfigurationsdatei mehr, sprich ihr müsst irgendwie diese Konfigurationsdatei, falls keine vorhanden ist, natürlich auch erstellen, wenn das Programm ausgeführt wird. Wenn keine vorhanden ist, erstellt ihr ein Default und wenn eine vorhanden ist, lest ihr sie aus und dann benutzt ihr sie eben, um euer Programm zu starten. Okay, das war's wieder mal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!